Heute nehme ich das äußerst populäre NT1A Großmembranmikrofon mal näher unter die Lupe. Es geht um die technischen Details, Verarbeitung sowie Einsatzgebiete und am Ende natürlich das Wichtigste mit Test: wie klingt es denn eigentlich? Ich zeige hier mein eigens erworbenes Equipment, unabhängig vom Hersteller und ohne monetäre Vereinbarung. Den Werbehinweis im Video gibt es lediglich, da ich in der Beschreibung Affiliate-Links nutze. Das Rode NT1A, ja, es wird tatsächlich Rode ausgesprochen und nicht irgendwie dänisch, ist eines der beliebtesten Mikrofone am Markt. Zu Recht, denn Leistung und Preis machen es für viele Anwendungsbereiche sinnvoll und zu einem Must-Have im Studio- und im Home-Recording-Bereich. Geliefert bekommt man nicht nur das Mikrofon selbst, sondern auch einen Popkiller, eine einfache Tasche und eine dazugehörige Spinne. Letztere ist zwar gut gefertigt, jedoch hat sie das Problem, dass egal ob ich sie aufrecht oder kopfüber aufhänge, eine Richtung nur zu 30% neigbar ist. So ist man ständig am Rumfummeln, um das Mikrofon auszurichten und es hapert etwas an Flexibilität. Ein Luxusproblem, aber durchaus vorhanden. Insgesamt ist die Fertigung auf gutem Niveau. Das Mikrofon selbst ist vollkommen aus Metall, ist trotzdem leicht und verträgt auch etwas rüdere Umgangsformen. Ein Bolide ist es jedoch nicht. Dank der Verschraubung an der Unterseite ist es auch für andere Spinnsysteme geeignet, sodass man vom hauseigenen System unabhängig bleibt. Am XLR-Stecker befinden sich vergoldete Kontakte und ein Pin ist etwas erhaben, was das Anschließen ungemein komfortabel macht. Irgendwie cool. Nicht ohne Grund gewährt Rode 10 Jahre Garantie, so denn man sich online registriert. Ich habe es inzwischen 8 davon und noch nie auch nur ein einziges Problem damit gehabt. Mich würde mal interessieren, ob du schon mal Probleme damit hattest. Wenn ja, schreibe es in die Kommentare und lass auch die anderen davon wissen. Das NT1A besitzt eine 1 Zoll große Kapsel mit goldbedampfter Membran, die mit ihrer Nierencharakteristik Frequenzen von 20 bis 20.000 Hertz aufnehmen kann. Die Ausrichtung der Charakteristik erkennt man an dem goldenen Punkt auf der Vorderseite. Um etwas softere Höhen zu generieren, ist sie auch super seitlich zu besprechen, aber dazu im Test später mehr. Es wird eine 24 oder 48 Volt Phantomspeisung benötigt, die heutzutage jedoch selbst die günstigste externe Soundkarte bietet. So kann man auch ohne großartige Vorverstärkerleistung ein professionelles Signal im Homestudio zaubern. Bei Musik- und Videoaufnahmen sowie bei Podcast-Produktionen ist das heutzutage unabdingbar und wird durch dieses Mikrofon ein erschwinglicher Standard. Die geringe Ausgangsimpedanz von 100 Ohm erlaubt auch längere Kabelwege ohne Einbußen und der Grenzschalldruck von 137 Dezibel ist so hoch angesiedelt, dass man auch bequem ein Düsenflugzeug damit aufnehmen könnte. Insgesamt bin ich damit sehr zufrieden. Zu Hause ist das Mikrofon zwar in den Bereichen Gesang, Sprachaufnahmen, Podcasting oder Videokonferenz, aber ich habe es auch schon an Schlagzeugen, Gitarren oder einfach als Raummikrofon benutzt. Es sei jedoch gesagt, dass man auf ein Noise Gate, also einen Effekt, der die leisen Teile des Signals abschneidet, auf keinen Fall verzichten sollte, denn das Mikrofon ist einfach gnadenlos sensibel und nimmt selbst feinste Geräusche auf. Zugute kommt ihm die viel beworbene Rauscharmut und Rode verspricht dann nicht zu viel. Ich habe es an diversen Vorverstärkern benutzt und war immer sehr zufrieden. Auch das macht es zu einem Top-Kandidaten für Home Recording im Audio- und Videobereich. Für den Außeneinsatz oder die Bühne ist es natürlich nicht gedacht. Das sei sicherheitshalber nochmal erwähnt. Aufnahme ja, live absolut nein. Das Feedback und die Umgebungsgeräusche wären nicht in den Griff zu bekommen. Der Frequenzgang ist für meinen Geschmack sehr angenehm, ohne dass es untenrum rumpelt oder ungenau wird. Und auch in den höheren Lagen ist angenehme Transparenz und Luftigkeit vorhanden. Insgesamt ein tolles Klangbild, bei dem man mit Stimmen gut arbeiten kann und das sich mit einem IQ prima an den persönlichen Geschmack anpassen lässt. Die Höhen sind zwar ganz okay, aber ab 14.000 Hertz sind sie doch etwas sehr gut gemeint. Für manche mag es dadurch obenrum an Wärme mangeln, denn der Roll-Off in den Höhen könnte einfach etwas besser sein. Doch hier gibt es eine interessante Lösung in Form einer Firma, die Austauschkapseln anbietet, die das Mikro mit ihrem Modkit mehr in Richtung der berühmten Neumann K47 Kapsel bewegen. Einen Link findest du unten in der Beschreibung. Unter 150 Hertz soll es dadurch noch etwas fetter und der Peak in den Höhen gezähmt werden. Kostenpunkt nochmal rund 160 €. Ich persönlich bin in der Tat hart versucht, denn sollte es so gut sein wie beschrieben, wäre das im Gegensatz zu dem originalen Neumann-Mikrofon geradezu ein Schnäppchen. Sollte ich es mal ausprobieren und darüber ein Review machen, schreib es in die Kommentare. Aber genug davon, jetzt möchte ich zeigen, wie sich das Mikrofon ohne Mixing anhört. Tendenziell heißt es, dass der Sommer besser ist als der Winter. Tendenziell heißt es, dass der Sommer besser ist als der Winter. Tendenziell heißt es, dass der Sommer besser ist als der Winter. Tendenziell heißt es, dass der Sommer besser ist als der Winter.
Tendenziell heißt es, dass der Sommer besser ist als der Winter. Tendenziell heißt es, dass der Sommer besser ist als der Winter. Als Fazit kann ich sagen, dass ich seit Jahren nie Probleme mit dem Mikrofon gehabt habe und es am liebsten für Sprachaufnahmen verwende, wie auch bei diesem Video. Es ist robust, praktisch und der Lieferumfang erlaubt es einem sofort mit einer professionellen Qualität loszulegen. Für mich als ambitionierter Amateur war es eine der besten Investitionen, die ich in Sachen Recording bisher getätigt habe. Das war's mit meiner Meinung über das Rode NT1A. Hat dir das Video gefallen? Lasst gerne ein Like da und abonniere den Kanal, um auch in Zukunft kein Video mehr zu verpassen.